Hallo und willkommen zu einem neuen Lockenbox-Video. Diesmal geht es um die Dezember-Lockenbox. In dieser Box befindet sich eine komplette Waschroutine von Born Beautiful Naturals oder jetzt eben BB Naturals. Hier, falls man das sieht. Ja, ich werde euch nicht alle Produkte daraus vorstellen, denn das Shampoo, das Moisture Silk White Nettle and Ginseng Shampoo ist leider nicht safe. Es enthält Sodium-Cocoate, das ist verseiftes Kokosöl, das ist nicht safe. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, die anderen Produkte für euch zu testen und sie halt einfach mit einem anderen Low-Poo zu kombinieren. Gucken wir uns doch mal als allererstes den Conditioner an, was sie dazu sagen. Es ist der Avocado Smoothie Nourishing Conditioner, der ist auf jeden Fall mit viel Feuchtigkeit und ist gut, um zu entwirren. Steht auch schon auf der Flasche drauf. Übrigens sind alle Produkte vegan und tierversuchsfrei, um es einfach mal gesagt zu haben. Es ist auf jeden Fall Bio-Avocadoöl mit drin. Das reduziert die Schuppenbildung und hilft tatsächlich beim Entwirren. Außerdem schützt es die Kopfhaut vor Juckreiz, beugt zukünftigen Haarschäden vor und verleiht dem Haar Glanz. Außerdem ist Reiskleieöl mit drin. Das ist besonders gut, um gestresste Strähnen mit Feuchtigkeit zu versorgen und zu beruhigen. Der Conditioner hat viel Slip und sorgt dafür, dass sich das Haar weich, seidig und kräftig anfühlt. Als nächstes gucken wir uns den Leave Me Be Leave-In Conditioner an. Sie schreiben dazu, dass er die Schuppenschicht glättet und eben eine schützende Grundlage ist für die nachfolgenden Styling-Produkte. Er ist glycerin- und proteinfrei, leicht, aber feuchtigkeitsspendend, enthält Aloe Vera Saft, Maracuja-Öl und stärkenden Hibiskusextrakt. Gerade dieses Maracuja-Öl ist wohl wirklich für die Haare ziemlich gut. Es ist sehr nährstoffreich. Es ist reich an essentiellen Fettsäuren und Antioxidantien, die das Haar stärken und Haarbruch und/oder Haarausfall verhindern können. Super finde ich eben auch, dass es kein Glycerin enthält. Das heißt, gerade bei diesen Temperaturen, die hier gerade draußen herrschen oder bei dem Taupunkt, besser gesagt, der gerade draußen ist, habe ich eine gute Chance, dass meine Haare davon nicht auffrisseln. Denn tatsächlich meine Haare reagieren auf Glycerin und ich merke einfach, dass sie sich dadurch aufplustern. Und weil in dem Leave-In-Conditioner genauso wie in dem Gel Hibiskusblütenextrakt ist, habe ich mir das nochmal kurz ein bisschen genauer angeguckt. Mich interessiert schon, was der fürs Haar tut oder eben nicht. Und was ich rausgefunden habe, ist Folgendes. Hibiskusblütenextrakt ist antioxidativ und entzündungshemmend. Das heißt, besonders bei einer Spülung, ja, ich weiß, das ist jetzt ein Leave-In-Conditioner, aber es gibt ja auch noch andere Produkte, die Hibiskusblütenextrakt haben und ich finde es einfach gut zu wissen. Bei einer Haarspülung ist es halt so, dass das die Kopfhaut beruhigt, dass es die Kopfhaut hydratisiert und damit ein bisschen Feuchtigkeit spendet, was ich auch total gut finde, gerade jetzt bei diesen Temperaturen. Aber auch bei einer Neigung zu Haarausfall und Schuppen soll Hibiskus helfen. Laut Ayurveda sollen die Wirkstoffe der Pflanze das Haar stärken, das Haarwachstum anregen und Haarausfall sowie die Schuppenbildung reduzieren. Das Haar bekommt mehr Volumen und wird geschmeidiger. Also insgesamt würde ich sagen, Hibiskusblütenextrakt ist wirklich was für die Haare wirklich was Gutes ist. Als nächstes gucken wir uns das Gel an. Und zwar heißt es Curl Crush Flaxseed and Marshmallow Root Botanical Gel. Die Namen sind irgendwie alle ziemlich lang. Also, schön ist, dass es an gleich erster Stelle Leinsamenextrakt hat und an zweiter Stelle Marshmallow Root, also Eibischwurzelextrakt. Sprich, das ist ein Gel, das in der Theorie an Leinsamengel relativ nah rankommen könnte, wenn das mal gleich so die ersten Inhaltsstoffe sind. Also ich habe mir von dem Gel wirklich viel versprochen. Nicht so schön ist, es enthält Mikroplastik. Sie schreiben auch mit dazu, dass es ein Gel ist, das dickflüssig ist und gleichzeitig leicht. Und dass man es deswegen eben ohne unnötigen Build-up regelmäßig benutzen kann. Ja, es enthält Carbomer. Das ist auf Beat the Microbeat auf der roten Liste, also es ist wirklich Mikroplastik. Dementsprechend muss man, glaube ich, mit Build-up ein bisschen aufpassen, denn irgendwann wird dieses Mikroplastik wahrscheinlich schon zu Build-up führen, den man dann wieder entfernen muss. Im Conditioner sind außerdem Erbsenpeptide mit drin. Die habe ich mir nochmal kurz genauer angeguckt, was das jetzt so bringt fürs Haar oder eben nicht oder für die Kopfhaut. Und das lese ich euch jetzt kurz vor oder fasse es euch kurz zusammen. Erbsenpeptide haben viele, viele Vitamine und eine große Menge an Lysin. Lysin ist eine Aminosäure.
Das regt auf jeden Fall das Wachstum der neuen Haarfollikel an. Außerdem haben Erbsenpeptide entzündungshemmende Eigenschaften und enthalten Antioxidantien, die die Kopfhaut einfach gesund halten können. Außerdem speichern sie Feuchtigkeit im Haar und helfen, Trockenheit zu reduzieren und fördern das Wachstum und die Reparatur von Schäden. Kommen wir zu den Waschtagen. Beim ersten Waschtag habe ich das nicht safe Shampoo durch das Sunshine Clean Shampoo von The Secrets de Lolly ersetzt, habe danach mit dem Conditioner meine Haare entwirrt und gepflegt, habe ihn ungefähr 3 Minuten einwirken lassen, wie es auch auf der Verpackung steht, habe danach so ungefähr eine Erbse von dem Leave-In Conditioner aufgetragen und danach so, ich würde sagen, ungefähr 2 € Münzen Gel, also 2 so Kleckse. 2 € Münzen Gel, 2 Kleckse. Das Ergebnis zeige ich euch jetzt. Ich finde tatsächlich, es ist leider entgegen aller meiner Erwartungen nicht gut geworden. Ich finde, es ist ziemlich aufgefrisselt, es ist sehr schnell sehr aufgefrisst. Schon beim Diffusen habe ich gemerkt, das wird nichts. Spannenderweise waren meine Haare dann zwar schon irgendwie auch definiert, aber halt gleichzeitig schon so aufgefrisst. Das hat mir so gar nicht gefallen. Also habe ich beschlossen, das machen wir jetzt nochmal und wir benutzen ein bisschen mehr Gel. Beim zweiten Waschtag habe ich es dann nochmal genauso gemacht, denn ich dachte tatsächlich, es liegt an mir. Ich dachte, es ist irgendwie ein Anwendungsfehler von mir. Manchmal macht man halt einfach irgendwie Blödsinn. Also ich dachte tatsächlich, es liegt eher an mir, denn ich hatte auch in den Kommentaren ja schon gelesen, dass es für viele gut funktioniert und hatte so für mich die Erwartung, naja, wenn da so viel Leinsamenextrakt drin ist, so viel Eibischwurzelextrakt, das muss eigentlich gut sein. Also habe ich diesmal nur ein anderes Low-Poo benutzt. Ich habe von Umay das feste Low-Poo benutzt, habe dann wieder mit dem Conditioner entwirrt. Ich kann euch übrigens sagen, der Condi ist nicht zu dickflüssig. Er ist, würde ich mal sagen, ungefähr mittelschwer. Ich mag den Geruch. Der ist irgendwie auch so ein bisschen, schwer zu sagen, ein bisschen fruchtig frisch. Auf jeden Fall ein guter Geruch für mich. Ja, ich konnte damit relativ gut entwirren, aber ich gestehe, ich tue mir oft leichter mit etwas schwereren Produkten zu entwirren, also mit Conditionern, die dickflüssiger sind, die noch cremiger sind, die sich dann noch mehr um die Haare herumlegen, tue ich mir noch leichter zu entwirren. Also ich hatte, da ja drauf steht, die Tangling Conditioner, noch ein bisschen mehr Slip erwartet. Nichtsdestotrotz, hätten die nicht die Tangling draufgeschrieben, wäre ich jetzt einfach hier komplett zufrieden gewesen und gesagt, ich kann gut damit entwirren und fertig. Ich hatte mir nur was anderes erwartet. Ja, und so habe ich also fleißig entwirrt meine Haare, habe danach den Conditioner wieder ausgewaschen, habe danach das Leave-In aufgetragen. Und ja, zum Leave-In kann ich euch auf jeden Fall sagen, es ist gut zu verteilen. Es wirkt tatsächlich nicht allzu schwer. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es meine Haare sehr stark beschwert. Es pflegt aber gleichzeitig sehr schön. Also das Leave-In, das war jetzt nicht schlecht. Da habe ich nichts zu mosern, zu meckern oder sonst was. Das fand ich tatsächlich ziemlich gut. Also von der ganzen Wirkung her auch. Und meine Haare sind jetzt nicht strähnig geworden davon. Fand ich echt Bombe. Nach dem Leave-In habe ich wieder das Gel aufgetragen. Habe diesmal auch ein kleines bisschen mehr genommen. Zum Gel kann ich euch sagen, ich finde, es riecht total gut. Es ist eher ein dickflüssiges, klebriges Gel. Also es ist von der Konsistenz her, finde ich, näher an dem Jello Shot zum Beispiel von Ecoslay mit dran, als es jetzt an einem normalen, leichten bis mittleren halt Standard-Haargel ist, fand ich total spannend, denn irgendwie hatte ich gerade, wenn es so mit Leinsamen und Marshmallow Root und so, ich habe meine Haare ganz fleißig gesquisht, nachdem ich das Gel aufgetragen habe, habe dann nochmal so 5 Minuten, bis ich so alles weggeräumt hatte, vielleicht geploppt, also wet geploppt mit der Badehaube, danach Mikro geploppt und dann meine Haare diffust und hatte eigentlich das Gefühl, es müsste jetzt ein anderes Ergebnis geben, aber man mag es kaum glauben. Ich mache zweimal das Gleiche und erwarte ein anderes Ergebnis. Tja, dreimal dürft ihr raten, ob es funktioniert hat. Nein, ich habe diffust und es war wieder so, dass ich quasi keinen Cast hatte und außerdem ja, also spannenderweise waren meine Haare trotzdem definiert. Ich hatte keinen Cast und sie sind trotzdem irgendwie auch einfach aufgeplustert und aufgeflust. Also ich war einfach wieder
nicht sehr glücklich mit dem Ergebnis. Ich hatte es mir einfach anders erwartet, nachdem so viele schon so begeistert waren und ich mir gedacht habe, das wird ein mega Gel sein, das wird ein Wahnsinn, also das müsste für mich funktionieren. Tut's aber einfach nicht. Das Ergebnis zeige ich euch jetzt. Nachdem ich dann so enttäuscht war von diesem Waschtag, habe ich mir dann gedacht, ich werfe so schnell nicht die Flinte ins Korn. Ich mache noch einen dritten Waschtag und nutze meine immer geliebte, immer funktionierende Masters Technik mit dem Jello Shot als Hard-Hold Gel drüber. Ich habe also diesmal habe ich ein anderes Low-Po benutzt, wieder ein anderes. Diesmal habe ich das Kalia Low-Po benutzt, habe danach den Conditioner aufgetragen, habe danach das Leave-In mit reingetan, habe natürlich vorher mit dem Conditioner entwirrt und so weiter, habe wieder das Curl Crush Gel aufgetragen, dann meine Haare diffus so ich würde mal sagen, so ungefähr zu 70% trocken, Pi mal Daumen, und habe dann nochmal nach der Masters Technik, ich verlinke euch die Technik, wenn ihr sie nicht kennt, nochmal das Hard-Hold Gel aufgetragen. Ja, das Ergebnis zeige ich euch jetzt. Es hält wirklich gut. Die Haare frisseln nicht mehr so auseinander, beziehungsweise die Bündelungen fallen nicht mehr so auseinander. Da hält halt jetzt einfach der Jello Shot alles gut zusammen. Aber insgesamt ist es, finde ich, ein tolles Ergebnis mit Volumen, mit trotzdem Halt. Also von der Kombination bin ich jetzt wieder echt begeistert. Ihr könnt übrigens jetzt sehen, wie meine Haare jetzt es ist jetzt abends, also schon so einen halben Tag im Endeffekt, und ich war zwischendrin auch draußen. Heute war es wirklich windig, wirklich vom Taupunkt her so, dass ich sage, nicht gut, nicht für meine Haare geeignet. Man sieht, da finde ich jetzt schon tatsächlich, dass zum einen natürlich auch das Hard-Hold Gel was bringt, der Jello Shot da auf jeden Fall was bringt, aber auch, dass da jetzt kein Glycerin mit drin ist, und also mir frisselt gerade nichts auf. Wenn ihr das so anguckt, wie gesagt, vergesst nicht, der Wind macht auch einiges, der zerrt natürlich auch an meinen Haaren, also dass die jetzt nicht mehr perfekt aussehen. Ich komme mal näher. Völlig fein, völlig klar. Aber wenn ihr mal guckt, hier habe ich so, keine Ahnung, kleine Antennen weg, aber das ist jetzt wirklich was, finde ich schon toll. Dieses Ergebnis, so wie es war, so schön glänzend, so schön definiert und jetzt auch mit dem Halt, das entschädigt mich jetzt wirklich wieder für meine letzten 2 Ergebnisse. Deswegen jetzt auch mein Fazit zur Box. Ich bin so ein bisschen zweigeteilt. Deswegen würde mich echt interessieren, wie geht's euch mit der Box? Die ersten 2 Waschtage waren ja echt für die Katz, ne? Der dritte Waschtag wiederum war super. War total cool. Ja, und wie sollte denn mein Fazit anders ausfallen als irgendwie gemischt? Also beim Gel ist es so, dass es für mich als Single Styler nicht funktioniert. Und das ist voll schade, denn ich habe ja von vielen anderen in den Kommentaren schon gelesen, dass es für sie super funktioniert. Aber bei mir funktioniert es halt einfach nicht. Wiederum zusammen mit einem zweiten Gel und zum Beispiel eben das Masters Technik, offensichtlich Bombe. Also total gut. Sprich, nicht die Flinte ins Korn werfen oder das Gel in den Mülleimer, sondern einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Wenn man dann die passenden Kombiprodukte findet, die passenden Techniken, funktionieren viele Produkte ja trotzdem ganz gut. Das Leave-In, ja, ist tatsächlich für mich auch so eine kleine Überraschung. Also ich bin ja nicht der Typ für Leave-In, ne? Aber dafür, dass ich nicht der Typ für Leave-In bin, habe ich jetzt mittlerweile schon einige Leave-Ins gefunden, die ich dann irgendwie doch ganz cool finde, ne? Also vielleicht muss ich da so ganz schön langsam meine Meinung anpassen in, nicht alle Leave-Ins sind furchtbar und so manches Leave-In ist vielleicht dann doch ganz okay. Und das zählt auf jeden Fall dazu. Also dieses Leave-In ist relativ leicht für mein Empfinden. Es beschwert mir die Haare nicht. Meine Haare waren nicht strähnig danach. Das passiert mir auch ganz oft, dass ich dann so strähnige etwas in der Gegend rumhängen habe. Gar nicht. Also das Leave-In ist für mich total toll. Der Conditioner ist auch wirklich gut. Ich hatte nur was anderes erwartet. Dadurch, dass die extra dieses Detangling, also sprich draufgeschrieben haben, dass er gut entwirrt, hatte ich da irgendwie noch mal mehr erwartet. Hätten sie das nicht mit draufgeschrieben, wäre ich mit dem total zufrieden gewesen. Deswegen, wenn ich das jetzt mal einfach ignoriere, würde ich sagen, es ist ein guter Conditioner, der auch wirklich gut funktioniert. Man kann auch gut damit entwirren. Also ich will nicht sagen, dass man schlecht damit entwirrt. Ich habe nur einfach irgendwie nochmal was anderes erwartet, nachdem sie das extra so draufgeschrieben hatten. Nichtsdestotrotz, ein guter Conditioner.
Der Conditioner und das Gel enthalten beide Polyquaternium. Das ist bei Beat the Microbeat auf der Orangenliste. Das heißt, es ist zweifelhaftes Mikroplastik. Das Gel enthält außerdem Carbomer. Carbomer ist tatsächlich auf der roten Liste bei Beat the Microbeat. Das heißt, es ist Mikroplastik. Muss man wissen, dass man dann einfach immer wieder mal gucken muss, ob man nicht Build-up bekommt und dann die Haare einfach nochmal wirklich gut reinigen muss, um diesen Build-up wieder zu entfernen. Das war's von dieser Lockenbox. Mich würde total interessieren, wie es dir mit dieser Lockenbox gegangen ist. Bitte schreib's mir doch in die Kommentare. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, vergiss jetzt aber auch auf gar keinen Fall, auf den Abo-Button zu drücken und natürlich auch die Glocke zu aktivieren, dass du informiert wirst, wenn wieder ein neues Video online kommt. Im nächsten Video wird es übrigens nochmal um den Adventskalender gehen. Ich habe vor, alle Produkte so im Schnelldurchlauf vielleicht mal mit ein paar Sätzen irgendwie auf jeden Fall vorzustellen. Ja, wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!